So, dann schlage ich mal vor, dass wir starten. Ich könnte mich eigentlich mit euch auch am Tisch setzen, aber ich wollte von diesem Moment profitieren, den Start von dem Jahr 2023, um, so wie es bei uns sagt, en primeur unser neues Wanderprodukt vorzustellen. 2023 ist ein wichtiges Jahr für uns, weil wir in August unser neuer Wanderweg, die Fenn-Trilogie, eröffnet werden. Ich kann euch natürlich stundenlang reden über dieser Wanderweg. Ich bin Projektverantwortlicher bei der Tourismusagentur aus Belgien und verantwortlich für dieses Projekt, die Fenn-Trilogie. Es handelt sich um ein Interreg-Projekt mit EU-Mitteln und unsere Projektpartner sind da die Eifel Tourismus und die Provinz Lüttich. Ich würde euch gleich mal eine kleine Video zeigen, die das Ganze in besseres Deutsch als meins erklärt und euch schon ein bisschen Bilder gibt und schon mal ein bisschen weiter gibt, was so die Idee hinter dieser Wanderweg ist. Also, wenn die Technik mitmacht, voilà. Menschen. Okay. Dann zeige ich es so vielleicht, genau. Vor 100 Millionen Jahren erhob sich über dem europäischen Urmeer ein riesiges Gebirge. Im Laufe der Zeit jedoch, durch schiere Naturgewalt, verschwand diese Bergkette. Und die einst hochragenden Gipfel wurden durch den unaufhaltsamen Fluss des Wassers abgetragen und in eine neue Landschaft verwandelt. Heutzutage auch als das Fenn bekannt. Willkommen auf der Fenn-Trilogie. Eine Wanderung durch Ostbelgiens schönste Natur. In 6 Etappen nimmt sie dieser neue Wanderweg mit auf eine 109 Kilometer lange Reise, welche die 3 verschiedenen natürlichen Landschaften des Fenns verbindet. Nutzen Sie den nördlichen Einstieg ins Fenn und entdecken Sie vom Dreiländerpunkt bis hin zu Eupen bezaubernde Grünflächen, Heckenlandschaften und rollenden Hügel, die alle durch ein Netz alter Pfade verbunden sind. Das Hohe Fenn. Hier in der Passage von Eupen nach Malmedy, auf ihrem Weg am höchsten Punkt Belgiens vorbei, finden Sie die Natur in ihrer ganzen Ursprünglichkeit. Wandern Sie durch weite, unbewohnte Landschaften. Setzen Sie Ihr Abenteuer im Süden fort. Und lassen Sie sich vom Rauschen des Wassers von Malmedy bis Bütchenbach, im südlichen Ausläufer des Fenns, begleiten. Die Fenn-Trilogie
bildet eine Passage durch Ostbelgien, wo Wasser und der Reichtum des Bodens die Geschichte seiner Bewohner geprägt haben. Herzlich willkommen auf der Fan-Trilogie mitten in Europa. Wir wünschen viel Freude beim Wandern. Voilà, also willkommen auf der Fan-Trilogie. Ich werde mal anfangen mit euch ein bisschen die Bühne von dieser Wanderweg zu erklären. Also Wandern in Ostbelgien allgemein. Ich weiß nicht, ob ihr Ostbelgien schon kennt. Es ist natürlich ein relativ kleines Gebiet, aber das auch viel zu bieten hat für Wanderer oder Radfahrer. Ich werde dann die Fan-Trilogie in einige Eckdaten erklären und dann euch mitnehmen. Auf diese Strecke können wir zusammen virtuell wandern. Und dann letztendlich einige Wörter über die Dienstleistung und Service entlang der Strecke. Also, wo und was ist Ostbelgien? Ostbelgien, wie die Name sagt, ist wirklich an der Ostseite Belgiens, unter Aachen an der Grenze mit Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden. Ostbelgien hat dieses einzigartige Charakter, dass es für so ein kleines Gebiet zweisprachig ist offiziell. Man hat deutschsprachige Kommunen, aber auch 2 französischsprachige Kommunen ist natürlich grenznah. Alle Ostbelgier sind Grenzgänger, die auch mehrere oft Sprachen reden, sei es mit einigen Sprachfehler. Nochmal Entschuldigung dafür. Und also grenznah, das gibt auch am Wandern und am Radfahren ein internationales Charakter. Wir haben unser ganzes Wander- und Radangebot auf Knotenpunkten umgewandelt, sodass man grenzlos, flexibel eigene Touren zusammenstellen kann und einfach mit Spaß planen kann. Das hier, die Fan-Trilogie, ist ein anderes Produkt. Es ist eher unsere Selektion von Wanderwegen in unserer Region. Es ist eine lineare Strecke von A bis B wo wir die Selektion getroffen haben, basierend auf unsere wirklich innere Liebe von unseren Wanderstrecken und von der Natur. Also die Strecke geht als folgt. Fängt im Dreiländerpunkt im Norden an. Das ist an der Grenze mit Deutschland und Holland. Ist natürlich ein symbolischer Ort auch für ein europäisches Projekt. Und endet dann in Bütchenbach an der Talsperre macht so zusammen 109 Kilometer lange, die in 6-Tages-Etappen begehbar sind. Sie sehen hier alle Etappen. An jeder Etappenort ist natürlich auch eine Übernachtungsmöglichkeit oder mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Die Etappen sind verteilt über Längen von zwischen 15 und 30 Kilometer. Diese Strecke ist in 2 Richtungen beschildert. Die Beschilderung steht auch schon. Man kann sowohl von Norden bis Süden wandern als von Süden bis Norden. Und die Eröffnung von dieser Strecke ist für August 2023 geplant. Ein bisschen zu der Name, die Fan-Trilogie. Es ist natürlich ein Name, die sich vielleicht ein bisschen exotisch anhört. Da war die Wille, so wie die Region, ein bisschen eine Ehe zu kreieren zwischen
den frankophonen Raum, also den romanischen Raum und der germanischen Raum. Savoir-vivre mit deutschen Bodenständigkeit und deutsche Genauheit. Diese Fen ist die Bühne, das Herz von dieser Wanderweg, und die Trilogie ist eine gewisse Dreiklang in dieser Wanderung, also 3 sehr unterschiedliche Teile von den Landschaften her die zusammen wirklich ein Qualität-Premium-Wanderweg in Belgien formen. Ich schlage vor, ich präsentiere euch diese 3 Teile mal, visuell sowie geschichtlich, weil zu dieser Wanderweg wird auch gehören ein offizieller Wanderführer, die wir entwickeln, die nicht nur die Strecken führen wird, also den Weg beschreiben wird, aber auch die Geschichte, also Kontext geben wird zu dieser Wanderweg. Wir haben eine sehr reiche Geschichte in der Region, aber eine komplizierte Geschichte. Ostbelgien war immer eigentlich zwischen Ländern ausgetauscht und manchmal zwischen Frankreich, Preußen, und das hat zu vielen Geschichten geführt. Und wir werden das dann in dieser Wanderführer auch für den Wanderer während seiner Reise, kann er da mehr über die Region lernen, nicht nur durch Beschreibungen, aber auch durch kleinere Geschichten von Leuten, die entlang der Strecke gewohnt haben oder Legenden, die da passiert wären. Also auf spielerische Weise eigentlich die Geschichte Ostbelgiens kennenzulernen. So fangen wir vielleicht im nördlichen Fen an. Die Reise fängt an am Dreiländerpunkt im Norden, so wie ich sagte, natürlich ein symbolischer Punkt, wo 2 Tagesetappen präsent sind. Also einmal vom Dreiländerpunkt bis hin zu Einaten, das sind 23,5 Kilometer, und dann von Einaten bis Eupen 18,5 Kilometer. Diese Etappen sind von dem Schwierigkeitsgrad relativ einfach. Es ist ein sehr schöner Start von den Abenteuern von der, was man da erwarten kann von der Landschaft und der Natur her, ist eine grüne, sehr offene Heckenlandschaft, grüne Hügel, rollende Hügel, und was da auch sehr präsent ist, sind die sogenannten Wiesenstiegel. Also das waren früher Pfädchen zwischen Dörfern, die lokale Bevölkerung, vor dass da Straßen waren, selber oft benutzte. Diese Pfaden sind Jahrhunderte alt und verbinden diese ganzen Dörfer. Und zwischen diese Pfädchen haben wir solche Pforten, diese Drehkreuzen, die diese Pfaden dann verbinden. Und das Wandererlebnis ist da sehr, sehr speziell, weil man wirklich durch diese Wiese, manchmal mit Kühe entlang, es ist wirklich sehr bukolisch, ja, ländliche Erfahrung, genau. Man kommt dann bis Eupen. Eupen ist auch die Hauptstadt Ostbelgiens sozusagen, wo auch das deutschsprachige Parlament ist und wo auch es auch eine Geschichte hat, wo man schön abends wandern kann und essen und trinken kann. Einige Wörter zur Geschichte vielleicht im Norden, was man so da im Reiseführer finden kann. Im Norden kann man die Geschichte erleben während des Wanders. Man kann da sehr viel Erbgut sehen und da sind auch sehr interessante Geschichten passiert. Den Start zum Beispiel in Kelmis. Kelmis ist mehr als 100 Jahre ein eigener Staat geblieben, mit natürlich Bedürfnissen an Selbstständigkeit.
Kelmis war früher ein Ministaat, weil da eine Zinkgrube war und dieser Ministaat hat eine eigene Sprache bekommen. Das war der einzige Esperanto-Staat der Welt. Das hat natürlich so sehr farbenfrohe Figuren geleitet. Ja, man kommt auch bei den Einenburg vorbei, das ist eine mittelalterliche Burg, wo auch Legenden passiert sind, die wir dann auch natürlich erzählen. Wir kommen in Raren vorbei. Raren war früher eine der Hauptstädte von der Töpferei, wo man die Töpfe auch in den Gemälde von Bruegel finden kann, aber auch in den größten Museen Europas. Also ein Leitfaden ist eigentlich, dass dieses Norden sehr abhängig war von der Reichheit des Bodens. Töpferei, Zinkgruben, Wasser. Den Boden hat da die Geschichte geprägt und das kann man physisch sehen während des Wanderns. Nächste Etappe, also nächster Teil ist das Hohe Venn. Ihr seid vielleicht schon familiär mit das Hohe Venn. Es ist touristisch das bekannteste Gebiet von unserer Region. Da gibt es 2 Tagesetappen von Eupen bis zu Signales-de-Botrange, das ist das Höhepunkt Belgiens, und dann eine Etappe von Signales-de-Botrange bis Malmedy. Ihr seht von der Kilometerzahl her, es ist schon ein bisschen länger und auch es sind die 2 physisch schwierigste Etappen von dem Wanderweg. Es sind aber auch 2 Etappen, die wirklich sehr einzigartig sind, weil die sind wirklich pur Natur sozusagen. Das Hohe Venn ist ein richtiges No-Man's-Land. Da hat die Natur noch alles zu sagen sozusagen. Was man da erwarten kann an der Wandererlebnis ist viel Wasser, überall Wasser. Natürlich das Hochmoor. Das Hohe Venn ist das älteste Hochmoor Europas. Die Wanderung da ist sehr einzigartig, hat man das Gefühl, alleine auf der Welt zu wandern, auf diese Holzstege mitten im Venn. Es ist wirklich, wie Sie es unten links sehen können, eine einzigartige Erfahrung und dass ich auch alle Wanderer empfehle. Aber es gibt auch nicht nur Hochmoor und das ist das Tolle mit dieser Venn-Trilogie. Es ist eine neue Streckenführung durch den Venn. Man entdeckt das Venn so langsam, man kommt aus dem Wald, das Wasser entlang, auf einmal hat man dieses 360 Grad Kino und sieht man sehr weit. Also das ist schon sehr speziell. Man folgt immer das Wasser bei auch lokale Wander-Highlights vorbei, wie der Wasserfall von Bayonne, Canyon de Traumarais, also klettern über Steine am Wasser vorbei. Es sind wirklich Wandern-Highlights. Von der Geschichte her auch eine sehr interessante Region, da es immer ein No-Man's-Land war. Ihr habt gesehen, es gibt bei uns viele Grenzen, aber es war nie wirklich klar, zu wem dieses Hohe Venn gehörte. Und man sieht manchmal mitten im Hochmoor Grenzsteine zum Beispiel zwischen Preußen und Belgien und da kommt man auch vorbei und dann lernt man auch diese Geschichte kennen. Man kommt auch am Signales-de-Botrange vorbei, ist der höchste Punkt Belgiens, 694 Meter Höhe. Es ist Belgien, es sind keine Berge, aber für Belgien ist es schon mal hoch. Da findet man aber auch eine Treppe, sodass man bei 700 Meter kommt. Das ist belgisches Humor, nennen wir das. Es ist auch ein Land natürlich für Einsiedler. Man hat da mehrere Ermitages, wo man früher die Mönche auch mal hinschickte auf Mission oder auch als Strafe, um mitten in der Natur auf Ruhe zu kommen. So.
Nach dieser 2 Etappen Pure Natur kommt man in Malmedy und fängt das südliche Teil an. Das südliche Venn ist wirklich geprägt durch Wasser. Wir wandern von Malmedy bis Bütchenbach und verlassen nie die Warsche. Also da gibt es 2 Etappen, eine von 10,6 Kilometer, die andere von 11,3. Immer das Wasser entlang und durch dieses Wasser zu folgen, sieht man auch alle Variationen, dass dieses Wasser in der Landschaft macht. Man fängt an im Warschetal, es geht ein Stück nach oben und da hat man wirklich dieses Ardennencharakter. Tiefe Täler, Weitsichten, es ist sehr romantisch im Sinne von Romantismus, also eine sehr abwechslungsreiche Wanderung, immer am Wasser entlang. Man folgt das Wasser, man kommt auch bei 2 Talsperren vorbei. Also man sieht alle Variationen von diesem Wasser und das Abenteuer endet dann in Wiesenlandschaften, ein bisschen wie das Anfang. Da hat man dann wieder ein Rappel zu diesen Wiesenlandschaften. Was geschichtlich ist auch eine sehr interessante Gegend. Malmedy hat auch viel an den natürlichen Ressourcen zu danken. Es war eine Hauptstadt von den Gerbereien, aber auch von der Papierindustrie. Und das hat natürlich viel zu tun mit den Wäldern rund um Malmedy und auch die Sauberkeit vom Fennwasser. Also das Fenn ist wirklich das zentrale Punkt diese große Geschichte. Man wandert auch bei den Burg Reinerstein vorbei. Das ist auch eine sehr einzigartiges Schloss mitten im Wald auf den Felsen und da kommt man auch bei den höchsten Wasserfall Belgiens vorbei. Man kommt auch an der Fennbahn vorbei. Die Fennbahn ist eine frühere Bahnstrecke, die zu einer Fahrradbahn konvertiert ist und man endet dann im gemütlichen Dorf Bütchenbach, wo wir dann das Abenteuer enden. Was ich noch dabei sagen wollte, ist, die Fenn-Trilogie ist nicht nur diese Strecke, wie ich es am Anfang erwähnt habe, wir haben als Projektpartner in diesem Projekt die Eifeltourismus. Das war für uns eine sehr gute und schöne Sache, da sie natürlich sehr viel Erfahrung schon haben mit Premium-Wanderwegen und mit der Eifelsteig, der neben unser Premium-Wanderweg liegt. Das gibt natürlich Ideen und deswegen haben wir seit dem Anfang von dem Projekt mit der Eifel vorgesehen, Anbindungen zu schaffen zwischen die Fenn-Trilogie und der Eifelsteig. Diese Anbindungen werden dann auch tatsächlich beschildert aufgrund von unserem Knotenpunktensystem. Das erlaubt uns, grenzenlos zu wandern, was für uns ein sehr spannendes Projekt ist und dann auch grenzüberschreitende Angebote machen zu können zwischen Belgien und Deutschland, was völlig im Sinne von ein europäisches Projekt geht auch. Diese Anbindung wird nicht nur physisch sein, geografisch sein, aber auch von der Qualität her. Seit dem Anfang vom Projekt haben wir eine große Bedürfnis an Qualität in der Streckenführung. Wir bestreben auch den Qualitätssiegel Leading Quality Trails Best of Europe, die sehr strenge Kriterien haben, um Wanderwege zu analysieren. Und von Anfang an vom Projekt arbeiten wir mit diesen Kriterien, sodass Wanderer auf der Eifelsteig, Wanderer auf der Fenn-Trilogie, dass da eine Resonanz ist. Letztendlich noch einige Worte über den Service, den Dienstleistungen entlang der Strecke. Wandern ist heutzutage nicht mehr nur Wandern
sondern auch einfach genießen. Da gehören natürlich in Belgien die bekannte Fritten bei. Ja, also so das Ziel von so einem Premium-Wanderweg ist auch, alle Dienstleistungen rund um den Wanderweg so einfach wie möglich nutzbar zu machen. Und wir haben also entlang der Strecke viele Betriebe, also Partner, die wir sind im Prozess, die zu sensibilisieren für dieses Premium-Wandern, um da auch tailor-made Angebote zu erstellen für Wanderer, Wanderpauschale. Wir arbeiten auch schon mit Gepäcktransport, das wird dann auf die ganze Strecke gewährleistet. Und ja, es ist auch wichtig, dass jeder von diesen Partnern wirklich im Projekt sind, dass die auch alle Wanderer informieren können. Und entlang der Strecke sind dann auch genug Infopunkte für Wanderer, um noch Informationen zu bekommen. Ja, dann habe ich mal die Runde gemacht, einen ersten Einblick in unseren neuen Fernwanderweg. Wie gesagt, August 23 geht es zum Start. Die ganze Strecke ist jetzt beschildert. Jetzt kommen noch einige kleinere Infrastrukturmaßnahmen wie Infotafel, Startportale am Etappenstart. Die Strecke steht. Es ist für mich auch sehr spannend, sie vorzustellen, weil es auch ein Herzensprojekt geworden ist im Laufe der Zeit. Also ich hoffe, Sie haben es genossen und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr noch Fragen habt, stehe ich hier oder am Stand, wie es lieber hat. Danke. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Also, die Zielgruppe von Wohnmobil, Karawanen sind ein bisschen ältere Menschen. Ja. Also sagen wir mal 50 plus, vor allem bei Wohnmobil. Diese Etappen, die Sie jetzt erwähnt haben, Ja. lassen die sich auch noch weiter unterteilen. Also ich sage mal so, für jemanden wie mich sind 11 oder 15 Kilometer kein Schrecken, aber 25 Ja. an einem Tag, da Ja. denke ich mir dann schon, kann ich das kappen irgendwie und gibt es also Ausstiegsmöglichkeiten? Ja, genau. Das ist, wie ich eben erwähnte, wir haben in unserer ganzen Region ein Knotenpunktensystem. Und was das bringt, ist, Sie können diese Strecke folgen, aber Sie können auch selber einfach Ihre eigene Tour zusammenstellen. Also wenn es zu lang ist zum Beispiel, können Sie da eine neue Anbindung bis an eine Busverbindung zum Beispiel schaffen. Also das geht relativ einfach. Die Busverbindungen sind auch gut gewährleistet in der Region. Wir haben für dieses Projekt keinen spezifischen Wanderbus, aber das Netzwerk ist ausgedehnt genug, um da effektiv zu cutten und einfach es zu kürzen. Ja. Und da gibt es auch Informationen dazu, also wo Bushaltestellen Genau. sind und Fahrpläne und so weiter. Genau, das steht auch auf der Beschilderung selber. Auf der Beschilderung stehen die nächsten Zwischenetappen, aber stehen auch zum Beispiel Ziele außerhalb vom Wanderweg, wo ein Bahnhof ist, wo ein Bushof ist. Also das steht auch alles beschildert vor Ort. Ja. Was für Infomaterialien habt ihr vorgesehen? Also dieses Buch wird wirklich dieser Wanderführer wird wirklich das Zentrum sein von der Information. Wir wollen da etwas was Hochwertiges schaffen, wo so viel Information wie möglich zu finden ist. Daneben kommt auch eine einfache Karte, keine topografische Karte, aber eine Karte, wo man auch die Übernachtungsmöglichkeiten findet und eine Werbebroschüre, die auch auf diesem Stick steht. Und dieser Wanderführer, dieses Buch, das ist dann ein käufliches Produkt oder ist das ein Freebie? Genau, es wird in erster Zeit werden wir in der Laufzeit vom Projekt hier noch gratis verteilen. Und danach möchten wir gerne ein Starterpack damit schaffen, dass die Leute, wenn sie
die an Pauschalbuchen zum Beispiel dieses Buch dabei haben, da haben sie wirklich das Premium-Erlebnis, beste Erlebnis, was man machen kann auf dieser Wanderweg. Ja. Werdet ihr die einzelnen Etappen auch auf Outdoor Active oder auf Komoot Genau. dokumentieren und Ja. Online? Genau, ja. Wir haben schon mit Komoot, eine Kampagne ist in Bearbeitung jetzt. Sie kommen auch in die Region, um Content zu kreieren rund um die Fan-Trilogie, sodass wir da auch sehr objektive Texte haben, also dass sie selber auch die Wanderung machen. Und diese Inhalte kommen dann effektiv auf Komoot und Outdoor Active. Ja. Gibt es entlang der Route Campingplätze und Wohnmobilstellplätze? Genau, also entlang der Strecke, unsere Region ist nicht speziell ausgedehnt für Wohnmobil, muss ich dabei sagen. Wir haben wohl mehrere offizielle Stehplätze. In Malmedy gibt es einen offiziellen Stehplatz, aber auch am Signal de Botrange gibt es jetzt große Pläne, um da neue Plätze zu schaffen. Also es ist in Entwicklung. Camping gibt es auch. An den meisten Etappenende sind Campings da. Also es ist auf jeden Fall möglich, mit ein bisschen Organisation da auch einen Startpunkt zu machen mit dem Camper und einfach loszuwandern. Ja. Und das ist auch in diesem Buch verzeichnet, die Campingplätze? Genau, es wird nicht im Buch, sondern auf der Karte, aber die werden dann vermeldet, ja. Wie kann man sich als deutscher Wanderer die An- und Abreiselogistik zum Startpunkt und weg vom Endpunkt vorstellen? Wie komplex ist das? Also es ist, der Startpunkt ist natürlich symbolisch wichtig, mit diesen Grenzen. Es ist mit dem Bus erreichbar, ab Aachen auch. Aber den einfachsten eigentlich Punkt zu erreichen ist Eupen. Eupen hat einen Bahnhof, das direkt ab Aachen steht eine direkte Verbindung und auch bis Lüttich, bis Brüssel. Und ab da kann man auch mit dem Bus bis zum Norden fahren oder einfach ab Eupen wandern. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und im Süden, ab Bütschenbach, gibt es auch genug Busverbindungen bis zu Eupen oder bis dann zum Start. Also da ist schon eine gewisse Infrastruktur da. Es muss natürlich auch, wir zählen auch auf so ein Projekt, um das weiter auszubauen. Es ist immer das Huhn oder das Ei. Es muss schon etwas entstehen, sodass diese Bedürfnisse auch bestehen. Aber eine Basisleistung ist auf jeden Fall da. Ja. Nur, dass ich so eine ungefähre Vorstellung habe, weil ich mich in Ostberlin gar nicht Ja. auskenne. Von Eupen beispielsweise zum Startpunkt mit dem Bus, wie lange würde man da fahren? Da hat man eine halbe Stunde Busfahrt. Ja. Genau. Ja. Die Versorgungspunkte auf den Etappen, ist man immer mit dem Vesper im Rucksack unterwegs oder gibt es unterwegs auch Einkehrmöglichkeiten? Wie sieht es da aus? Genau, also wie ihr es eben gesehen habt, aus Belgien also Belgien allgemein ist eine gemütliche Gegend, wo die Dörfer auch noch richtig belebt sind oft und entlang der Strecke außerhalb, muss ich sagen, von die hohen Fan-Etappen, wo es natürlich, da muss man schon seine Vorbereitung machen, aber sonst kommt man immer durch ein Dorf, wo auch Versorgung ist. Ja, genau. Ja. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, ihr habt das Pressedossier da. Das ist auch ein Artikel im Wandermagazin, wo der Herr Sänger die Strecke abgewandert ist und seine Eindrücke auch teilt.
Auf den Kugelschreiber ist auch ein USB-Stick, wo Sie einige Fotos finden über dieses Projekt, aber auch Pressetexten und ja, dann auch die offizielle Broschüre. Ich danke Ihnen und ja, freue mich auf eure Rückmeldungen. Und wie gesagt, ich stehe auf den Stand bis morgen Abend, also wenn noch Fragen sind, könnt ihr gerne vorbeikommen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja.